Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play. Da setzt auch die Musik ein, die Outer Worlds auf dem SadPizzaDude. Warum ich hier eigentlich immer irgendwelche Viecher, die ich hier höre? Naja. Ja. I am a dirty, autonomous digital astrogator, Okay. Sam. I haven't cleaned my internals in ages. Can you hardly process the sheer quantity of dust built up in there? Tell me you've seen worse. We'll continue this later. Weird. Was wollte ich dir sagen? Genau, ich wollte dir sagen, dass wir jetzt weggehen von Gorgon, auf dem wir lang genug unsere Zeit verbracht haben. Und ja, uns wieder der Hauptstory widmen. Wir haben noch eine Aufgabe. Wir wissen, dass es dann kein Zurück mehr gibt. Die Sache ist es überzogen, vorher nochmal nach Monarch zu fliegen, um unsere Drogen zu verkaufen, dass wir Kohle haben. Das würde ich gerne mal versuchen beim Händler. Hier gibt es auch so einen Drogenhändler. Diesmal, obwohl doch, ich brauche euch, weil ich sonst die Taschen voll habe. Wir haben ja so viel Andrena Time und das brauchst du ja wirklich nicht, die Scheiße. Wir haben noch 8-mal Medipack. Ich hoffe mal, damit kommen wir klar. Ist V-Block überhaupt das, was ich meine? Nö. Ich meine, diese Hafen City, Alter. Hafen City meine ich eigentlich. Monarch, Olympus, was ist denn hier? Stellar Bay? We're now in Was orbit ist above Stellar Bay Stellar war? Bay, Captain. Gucken wir mal. Ja, hier sind wir doch. Und hier müsste es doch diesen Drogendealer geben, ne? Bin ich gerade doof? Wo ist denn hier der Knopf für lassen Sie mich runter? Ah! Moin, wir kennen uns schon. Müssen wir ihn nur ein bisschen suchen, diesen Schönling, ne? Ich glaube, der kauft auch Drogen an. Wo ist er denn? Oder wem können wir denn dann die Drogen verkaufen? When was it that you realized the board was crushing the life out of this colony? What are you talking about? Ach, guck mal. It's so good to have my boy back, safe and sound. Isn't it wonderful to be home, sweetheart? Yes, Mama. Oh, don't sound so sad, Tata. Nothing can ever hurt you here in Stellar Bay. Not with Mama on duty. Schön zu wissen, dass wir was Gutes getan haben. Hey, that's again. What do you think you're doing? Ach, dich habe ich gesucht. Just keep your fingers to your own self, okay? Guck mal, dich habe ich gesucht. You look like a man who's looking for some mostly fresh animal parts? Nee, ich wollte dir Drogen verkaufen. Guck mal, ich habe hier feinstes. Time, Andrea Time. 311 habe ich davon.
War das ein guter Deal? Ich hoffe doch. Alles Klärchen, Baby. Wir sehen uns. So. Haben wir noch was wir kaufen können? Waffen eigentlich, ne? Das machen wir auch. Wir gehen zu so einem Automaten und verkaufen die Waffen, um da nochmal ein bisschen Money rauszuholen. Oder wir zerlegen die und haben Waffenteile. Macht vielleicht mehr Sinn, ne? Zerlegen und Waffenteile. Wir können ja teils machen. Nicht einen Automaten unter... Ach so, direkt am Hafen müssen noch welche stehen, ne? Ich dachte, ich hätte welche gehört, oder? Höre ich sie hierher? Ja. Guck mal. Euch kann ich auch Waffen verkaufen. 20% Rabatt. Also. Ich verkaufe euch mal ein paar Waffen, die ich nicht mehr brauche. Das ist unsere Superwaffe da hinten, ne? Ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtig, was das Verkaufen angeht. Ich verkaufe wirklich nur das, was Grütze ist, sowas zum Beispiel, ne? Das ist dieser... Beschissen. So. Ihr könnt noch Mods verkaufen ohne Ende, ne? Die ich doppelt habe. Hier. Mache ich jetzt auch. Egal. Von dem verkaufe ich 5. Von dem verkaufe ich 1. Ich weiß nicht, ob die Taktik gut ist, die ich hier fahre, aber ey, damit sind wir immerhin jetzt bis hierhin gekommen. Also komplett falsch kann die auch nicht sein. So. Dann würde ich noch einmal zur Werkbank gehen, ne? Und dann geht's los. Freunde der Sonne. Ich hätte noch Munition kaufen können, ne? Hier sind doch nochmal... Es fehlt doch leichte Munition, ne? Ja. Leichte Munition. Ja, von einmal. Hier was mit. So, muss erstmal reichen. Zwar auch nicht die Welt, aber ey, immerhin etwas, ne? Gucken wir uns an. Vielleicht die Munition wird schnell leer sein. Aber naja. Sagen, schmieden wir noch einmal hier unsere Waffen zurecht und alles. Und dann geht's ab, die Luzi, ne?
Wie viel Schaden macht die? Erstmal tüfteln hier. Oder reparieren. Müssen wir doch erstmal nix. Tüfteln. Ich mach's erstmal anders, bevor ich mich hier wieder verzettel. Die wichtigsten Waffen. Packen wir sie erstmal hier hin. Ne? So, weil dann kann ich nämlich hier direkt sehen. Tüfteln. Die können wir erstmal reparieren. Dann tüfteln wir an der mal. Boah, es kostet alles, ne? Lohnt sich nur irgendwo einen drauf zu ballern. Nee. Hier können wir noch, ne? So. Zerlegen. Ich glaube, es macht gar keinen Sinn, Großwaffen zu zerlegen jetzt hier, ne? Ich glaube, die wir jetzt hier haben, sind alle schon relativ wichtig. Something busted, Captain? Konnte ich hier... Nee. Konnte ich, ihnen andere Waffen geben. Also. Die sind meine Waffen im Inventar, ne? Meine wichtigsten. Dann geben wir mal Ellie stärkere Waffen. Guck mal. Das ist vielleicht schon ein bisschen was wert. Was können wir ihr denn für eine Waffe geben? Welche haut denn schön rein? Guck mal hier. Stattdessen kriegst du mal die und als Nahkampfwaffe gebe ich dir den. Felix. Du kriegst meinen alten Revolver. Und als Nahkampfwaffe behältst du deinen Stab. Nyoka. Ewig schon mit der Waffe unterwegs. Oh, die macht doch guten Schaden. Ich glaub, bei dir müssen wir gleich was Großes ändern. Pavati. Weg mit deiner Knarre. Du kriegst auch mal was Stärkeres hier. Du kriegst die hier. Und Sam, bei dir ist alles easy. So, Leute, dann würde ich sagen, ich speichere noch einmal ab und jetzt wird's ernst. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Die haben alles abgeschlossen, ne? Schöne neue Welt. Ansonsten, es geht los. Du bist kurz davor, deinen Angriff aufs Labyrinth auf Tartanos zu starten und Schicksal der Halycon-Kolonie zu entscheiden. Kein Zurück mehr. Genau. Wir haben, wie gesagt, alles abgeschlossen. Dann würde ich sagen, es wird ernst.
I am pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. I can make the assurance that I will not leave with another captain unless you do not return within 876,541,652 hours. Oh, speak of the devil. Captain, I am receiving a transmission from the prison's docking authority now. Attention, unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. I wager it'll take a bit longer than it takes you to lose your patience and storm out of your ship looking to get shot. To be honest, that'd make my job a lot easier. You come out, we shoot you full of holes, and then everyone goes about their day worry-free. Except you. You'll be dead. We're on lockdown. We have standing orders to shoot intruders on sight. Tartarus Docking Authority signing up. Hang on. Looks like you're gonna have company at the execution. Another ship just pulled into your dock. Wait, is that from the Groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Just have a pleasant day. Transmission terminated. How can I be of assistance? See you soon, Captain. Wollen wir hoffen. Lasst uns mal eben noch... Ich will eigentlich mal Kleidung. Da. Die Rüstung, die ich trage, kann ich die nicht... Wie sieht die denn aus? Okay, die ist aber noch gut in Schuss. Dann könnte ich höchstens noch ein bisschen aufrüsten, ne? Wie geht das? Muss ich dafür was anderes anziehen? Nur aus Interesse. Nee, warte mal. Dauert noch. Wir wollen ja gut vorbereitet sein, ne? Und 808. Ach, das bringt ja eh nichts, weil Tüfteln kostet ja Kohle, ne? So. Auf jeden Fall kein Geld mehr zum Bestechen. Habe ich das jetzt hier? Ja. Aber dafür haben wir eine gute Rüstung. Okay, dann lassen wir das mal. Und gehen raus.
Ich würde gern Pavati mitnehmen, tut mir leid. Aber Ellie hat auch gute Waffen. Toilette Felix. Meine Mädels und ich. Wir gehen vom Schiff. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so bekannt vor. Sollen wir erstmal auf die schwere Waffe, wa? The captain did right by us once. Now it's our turn. The board will never own Groundbreaker. Not while I breathe. Push on, my dad. Don't mess with us. Sehr geil. Fuck. Oh ja, gut gehabt, Glück gehabt. Oi. Leute. Leute. Mal mit. Leute, wir müssen hier looten. Wir müssen ja gewappnet sein auf jeden Fall. Kommt auf jeden Fall noch einiges auf uns zu jetzt hier. Wir brechen ein in so einem Knast, Alter. Das ist das Dümmste, was du machen kannst eigentlich. Getting in's one thing. Let's just hope we're able to get out again. Mädels, wir sind ein gutes Team. Bin froh, euch an meiner Seite zu haben. Bin ich early. Let's look around. There's gotta be a few ways through here. Keep him quiet, Cap. Die Sache ist, wenn ich jetzt hier speichere. So, aber das Spiel schon. Wir raten das Spielstandscharakter mit Zugriff DLCs.
Ja, ich sag mal, danach haben wir es ja eigentlich durch, ne? Ich mache das jetzt einfach fürs Let's Play. Ist das jetzt überspielt? Ja. Ich mache das jetzt einfach fürs Let's Play. Kann man es irgendwie durchschmuggeln? They got the drop on us. Captain! Ah, scheiße. I'll keep it down. Leck mich am Arsch, ey. Everyone all right? So. Ach, scheiße, den wollte ich gar nicht haben. Versuchen wir es mal hier durchzuschmuggeln. Guck mal, da haben wir den auch. Oh. Jetzt haben wir viele. Scheiße. Das hätte ich nicht machen sollen. Wir hätten nicht hier so ein Chaos veranstalten sollen jetzt. Wir hätten hier nicht so ein Chaos veranstalten sollen. Ich habe Glück und sie sind irgendwann einfach nur dumm und bleiben da hinten stehen. Das kann natürlich auch sein. Okay. Von wo? Okay. 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 Da müssen wir jetzt versuchen zu snipern.
Das war jetzt noch dümmer von mir. Ich habe jetzt richtig überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit auf mich gezogen, ne? Vielleicht kann ich ja ein bisschen schummeln. Da sind noch 2 auf Reserve unterwegs da. Bringt jetzt auch nicht hier groß. Ich meine, unrealistisch ist schon, aber es bringt jetzt auch nichts, hier den großen Max zu markieren, ne? Im besten Fall schleichen wir uns hier jetzt noch raus. Ach, hi. Mädels. Guck mal, bis der... Das unten ist da. Gucken wir mal, wo wir hin müssen. Komm. Machen wir nochmal Abstand hier. Spiel speichern, ist jetzt eh egal. Ach, guck mal. Könnte Munition obwohl. Können wir auch vergessen. Weiter geht's, Leute. Ui. Da hängen die Gefangenen. Sehr schön. Komplett lautlos weggesnipert, so mag ich das. Incoming! Okay. Das nenne ich mal weggesnipert, Leute. Oh. Lecker. Die wird auf jeden Fall mitgenommen. Ein bisschen merkwürdig aus hier, ne? Nehmen wir hier noch mal die Munition mit hier. Munition.
So. Die Halskette habe ich jetzt aus Versehen auch mitgenommen, daher brauche ich die gar nicht. Hier ist nur ein bisschen Überwachungsterminal. I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Is that a joke? Y'all call me out to fix the FPS and now you're asking me who I am? Forced pacification system. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire after the last deployment, so here I am. Anyway, I need to finish this, so get out of here, will you? Mhm. Machen wir so. Gar kein Thema. Ich frage mich, was man verbrochen haben muss, um da oben zu hängen. Ganz ehrlich. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe noch 4 von diesen Health-Dingern, ne? Notfallinhalator. Ah, alles klar. Jetzt habe ich wahrscheinlich keine Kohle mehr, oder? Nee. So, jetzt haben wir 8. Damit müssen wir klarkommen. Okay. Ja, bin ein bisschen ruhig, ich weiß. Bin gerade so ein bisschen hier mich am Orientieren. Warum hängen die da frei rum? Hallo? Hocke. Ach ja, guck. Okay, da ist einer zum Beispiel. Let's go, troops. Stellar Base counting on us. Sehr gut. Wo muss ich hin? Dahin müssen wir hin. Okay.
Okay. Wir müssen anscheinend da lang. Oi, schon wieder viel los. Speichern mal. Dann versuchen wir den oberen Weg hier. Okay. Incoming! I got another fighting me. Sorry. Die haben halt all dieses, die nehme ich auch mal mit. Zur Sicherheit. Weil die diese, Plasma-Geschichte da dran haben, ne? Oi. Daran erinnern wir uns doch, ne? Hier hat doch der Captain da sein Dingens aufgenommen da. Sein Video, als wir da in diesem Büro saßen. Sind wir wieder hier. Na gut, stört ja keinen, fahren wir direkt wieder hier hoch. MSI. I'm not one for rousing speeches, but the captain needs our help. So get in there and fight! That's the last of him. Sehr gut, weiter geht's. Wo müssen wir hin? Darüber. Danke euch, danke euch. So ist das, wenn man Unterstützung hat und sich nicht mit allen Feinde macht, ne? So läuft das nämlich dann. Guess this is it, huh? Whatever comes of this, I'm just real glad to know you all. Oh mein Gott, ich kriege ja ganz warmes Herz hier, Leute. Das wird ernst. After all you've done, all the work you've destroyed, all the money you've cost me, your misguided crusade has doomed Halcyon. That crackpot's plan is ludicrous. We have steps, action items, budgets, and reports. All he's got is a guilty conscience and lofty dreams. In any other circumstance,
I'd admire your boldness. In this one, however, I have only 2 words for you. Fuck off. Psychopathic outlaws don't deserve the time. Thankfully, you're in a prison already. Find the nearest cell and wait until I'm done here. Then I'll drag you to the executioner myself. Is that what you think you're doing? This path of wanton societal disruption? You call that being a savior? I call it sabotage. You know what saboteurs get, Captain? Summary executions. In the next room is the finest automechanical purveyor of death ever made. Try not to scratch the paint with your skull. It was fucking expensive. Absolutely not. Akande was always the sociable one, not me. Need I repeat the magic 2 words? Tja, da sind wir mal kurz aggressiv geworden, ne? Das war gar nicht in unserer ruhigen Art und jetzt haben wir einen... Alter, nein. Toll. Leute, jetzt haben wir Spaß. Haha! Down they go. Das war alles? Das war wirklich alles? Na dann. Macht sich auch Spaß gefasst, Kollege. Dann macht ja Spaß gefasst, Kumpel. Jetzt wird's ernst, Freunde. Seems like a halcyon after all. Komm, jetzt nehmen wir aber auch mal den Helm ab fürs Heroische. Get me out of here! You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed the chairman just to rescue one doddering old man? You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Ah, all in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Theatrics.
Merciful law, I wish I were exaggerating. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. You mean we're all alone out here? Really alone? I'm afraid so, Miss Holcomb. Halcyon is the only home we have left. Returning to Earth is no longer an option. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? When I revived you, I thought you were going to help me save this colony. I was wrong. I had our roles reversed, you see. You're the one who's going to save us all. I'm just the one who set you on your path. You're the best thing to ever happen to Halcyon. If you want to take it upon yourself to lead this colony, you have my support. We're not a colony any longer, are we? Our last connection to Earth has been severed, and so we have been set free. Our future is uncertain, and no one knows what tomorrow holds. Exciting, isn't it? The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. Between MSI's worker-centric policies and the iconoclast's manpower, Sanjar and Zora were able to rally many of the Terra 2 townships to their cause. MSI's workforce swelled, and the iconoclasts enjoyed a significant surge in their ranks. The board was too distracted by infighting and internal politics to stop MSI from becoming a powerful corporation and a refuge for townships that might have fallen through the cracks. Consumed by paranoia, Lilia Hagen took Sublight Salvage in a controversial direction, openly accusing board officials of an extraterrestrial conspiracy. One day, an accident at the Groundbreaker's docking bay silenced her forever.
Time would tell if her replacement could keep the Sublight family together. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the Groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the Groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Even the Gorgon asteroid, though a distant enigma to most of Halcyon, felt the aftershocks of your actions. The destroyed Adrenatime synthesizer became a symbol of the board's cruelty and a rallying point for Wells and his scientists as they sought to build a more humane, ethical Halcyon. They cleared the dead from Gorgon's laboratories and repurposed them to aid in the crucial work of solving the colony's nutrition crisis. Gorgon, which had once sown death and destruction across Halcyon, became a source of hope and renewal. The Gorgon Project's final explosive end was bittersweet for Olivia Ambrose. She wandered the colony's fringes alone, searching for others like her who despised the board and meant to destroy them. In time, she found Phineas Wells and his cadre of scientists, and she joined them in their efforts to save Halcyon. For a while, she even knew an uneasy peace. But for all that, Olivia found purpose in Wells' project. She was always haunted by the memory of her daughter, Minnie, who hadn't lived to see the better world they were building. She never did forgive herself for the horror her work had wrought on Halcyon. But she remembered fondly the daring captain who'd put an end to it at last. In spite of everything, the Gorgon asteroid remained a sobering reminder of the potential for progress and disaster in humanity's most ambitious efforts. The Rizzo's company in Halcyon dissolved after the collapse of the board. Needless to say, the launch of Spectrum Brown was indefinitely delayed. A stockpile of Spectrum Brown remains buried deep beneath the ruins of the old distillery, abandoned to time and attrition. With the dissolution of the board, Ruth Bellamy found herself without the two constants in her life, Byzantine culture and her sister Belinda. In the face of this new reality, she struggled to find a direction for her life. The colony had moved on from Halcyon Helen and would require new heroes in the years to come. And so Ruth Bellamy decided it was time to exit stage left. She quietly disappeared from public view. The dissolution of the board did not mean the dissolution of the ambitions of Cedric Kincannon, the charismatic leader of Sublight Underground. Cedric offered slugs transportation services to the newly thawed colonists and set to work ferrying resources and food wherever they were most needed.
For better or worse, slug headgear became fashionable in the following years. As the board began to disintegrate, Spencer Woolrich found himself at a crossroads. Cling to what little stardom remained to him, or help usher Halcyon into its new future. To the surprise of many, perhaps himself most of all, Spencer chose the latter option. Having learned a variety of different skills in the many different roles played throughout his lengthy career, Spencer founded a radio serial dedicated to staying alive despite the odds. His subjects included how to survive violent encounters with only grazing wounds, dispense pithy one-liners for tense scenarios, and, of course, how to look good doing both. After a brief attempt at dating Helen as one person rather than two, which both Bertie and Helen found too strange, Bertie struck out on his own to try his hand at raising woolly cows. Many of his former Rangers teammates soon followed, accompanied by the woolly cow the team had originally plied with alcohol. The dairy farm thrived under Bertie's leadership and care. The Dairy Rangers privately believed that the woolly cows softened Bertie's temper considerably, although the only one brave enough to say this to his face was promptly headbutted. Due to the board's dissolution, many of the Prophet's old customers no longer found quite the same value in productivity seminars that they once had. With her business drying up, the Prophet chose to take her followers down a new path. Months later, salvagers on Eridanos found clues leading them to a seemingly abandoned bunker out in the wilderness. Inside, they discovered horribly mangled corpses, sacrificed to a blood-scrawled portrait of a sprat-headed deity. The Prophet was not among the bodies. Your influence shifted Ellie's perspective. She finally admitted, albeit grudgingly, that she just might need other people. Sometimes. With a steady income from the life insurance payouts, she was finally able to afford a ship of her own. She hired a small crew and flew supply missions to communities on the fringe. Some of them were even legal. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with two hands. When the vicar known as Max was unceremoniously ejected from the crew of the Unreliable, he took this as a sign that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Once the matter with the Hope colonists was resolved, Junlei bashfully asked Parvati if she'd like to join her permanently on the Groundbreaker, and Parvati enthusiastically, if somewhat awkwardly, agreed. The stories of her adventures spread across the colony, and Parvati soon found herself the center of attention. Having served as the engineer of a renowned spacecraft, tramp freighters and wildcat miners sought her out by name, and in no time, she was a fixture in the Groundbreaker's mechanical ecosystem. She and Junlei were never far apart. Nyoka returned to Monarch to take another crack at making a permanent life for herself. She formed the Charon Group,
a mercenary outfit of ragtag survivalists and wilderness experts. Anyone in need of a guide, or just looking to throw back a beer and swap stories, could find her camping on the trail, or clearing an infestation. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. He eventually came to terms with his own past, and was able to forgive the mistakes of his younger self by devoting his remaining years to serving the colony. In the end, Dr. Wells was able to save every scientist and engineer aboard the Hope. Over the next decade, nearly all of the Hope's remaining colonists were successfully revived. Halcyon saw a period of rapid technological and scientific advancement. Breakthroughs in dietary supplements saved the colony from starvation. Geoengineering projects and social reforms began to change the structure and character of the colony. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Today, Halcyon has stabilized. The people of the colony work hard to adapt to their new circumstances. Nearby colonies send aid and supplies. Life will never be easy in Halcyon, but for the first time in its history, there exists a sense of real, genuine hope about the future. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Freunde, wir haben es gemacht. Wir sind durch. Ich hoffe, ihr habt nicht gerade den USB-Stecker gehört. Ich lasse mal das Outro durchlaufen und dann sage ich gleich noch ein paar Worte, wa?
So, jetzt wo die Musik so ein bisschen nachlässt, klinke ich mich mal mit ein wieder. Ja, immer wieder krass, wie viele wirklich an so einem Game hängen, ne? Also an so einem AAA-Titel. Wir haben anscheinend alles richtig gemacht. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Das beruhigt mich schon mal, ne? Also das Ende sah sehr schön aus. Auch das VK Marx, dass wir VK Marx rausgeworfen haben, scheint ihm ja irgendwie gut getan zu haben für seinen weiteren Lebensweg. Ansonsten habe ich das Gefühl wirklich, ich bereue keine wirkliche Entscheidung, die ich getroffen habe. Auch wenn ich erst dachte, am Anfang in Edgewater, da hätten wir richtig Scheiße gebaut. Am Ende haben wir uns wieder gegen den Kapitalismus entschieden und somit den Menschen den Frieden gebracht. Also ich glaube, ich habe als Captain ganz gute Arbeit geleistet und ihr als meine Crew, als mein Team, wart auf jeden Fall eine große Unterstützung auf dieser Reise. Will ich doch meinen. Das ist halt wirklich nicht zu vergleichen mit beispielsweise einem großen Filmabspann schon. Ne? Da ist jetzt schon deutlich länger jetzt gefühlt als jeder Filmabspann. Aber ich bin auch einer von denen, die sich die Filmabspanne bis zum Schluss angucken. Na, als wir GTA durchgespielt hatten, habe ich es ja dann doch gekürzt, aber ich sehe schon, hier ist doch jetzt. Oder kommen jetzt noch, jetzt kommen noch die von den DLCs hinterher. Ja, Freunde, es hat mir Spaß gemacht, mit euch dieses Abenteuer zu erleben. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich feiere das Spiel. Ich fand es cool, wirklich gut. Also, vielleicht sogar ein bisschen kurz tatsächlich. Also, ich sag mal, für so ein Rollenspiel, recht kurz. Ich würde jetzt nicht sagen zu kurz. Aber schon kurz. Mit den 2 DLCs hat sich ja dann jetzt doch nochmal die ganze Geschichte ein bisschen gezogen. Aber ich glaube, ohne die DLCs wären wir relativ schnell durch gewesen, ne? Oh, Angestellte, die im Kampf gegen Covid-19 ist. Ja? Wann ist das denn erschienen hier? Was war das denn? Peril, ne? Das check ich mal. Die Outer Worlds. Erscheinungsdatum. Oktober 19. War 19 schon Corona? Ich schreibe, wann Start ganz. Ja, tatsächlich. Ja gut, aber das ist ja erschienen 19. Aber wenn das DLC nachgereicht wurde, dann macht das ja schon Sinn, ne? Polnisch, Texter Russisch, Texter Spanisch. Musik, ich glaube jetzt kommt noch, genau. Leute, obwohl das können wir jetzt auch noch eben einmal durchlaufen lassen. Dann mache ich danach nochmal eine ordentliche Endcard. Jetzt, die paar Minuten sind auch egal, wa? Wer es überhaupt von euch bis zum Ende jetzt gesehen hat. Viele haben wahrscheinlich auch schon direkt abgeschaltet, wa? Ich lasse es mal noch ein bisschen durchlaufen.
Ja, meine Freunde, da bin ich wieder. Was bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen? Es war ein wirklich cooles Rollenspiel. Ich habe es sehr genossen. Ich habe die Story genossen. Ich hatte sehr viel Spaß. Es war für meinen Geschmack tatsächlich sogar ein bisschen kurz, habe ich ja schon gesagt. Insbesondere die DLCs haben mir richtig Spaß gemacht. Vor allem Murder on Eridanos. Das fand ich richtig cool. Ja. Und ich finde, wir haben alles wirklich gut gemacht. Ich habe es ja gerade in der Endcard auch schon mal gesagt und ich weiß auch nicht, was ich ja jetzt noch hinterherfügen soll. Es war ein cooles Spiel, es war ein cooles Projekt, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Abenteuer zu durchleben. Es hat mir Spaß gemacht, dieses Abenteuer mit euch zu durchleben. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es jede Menge andere interessante Spiele, Videos und vor allem Gaming-Let's Play-Projekte, viele Rollenspiele, Simulatoren. Da ist wirklich für jeden was dabei. Es lohnt sich mal vorbeizuschauen, euren Freunden von diesem Kanal zu erzählen. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als mich von euch zu verabschieden. Es war mir eine Freude, mit euch zu fliegen. Captain geht von der Brücke. Bis zum nächsten Mal. Salut!